Hi und willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das auch weiterhin auf einer grünen Wiese in Brandenburg steht. Was natürlich gelogen ist, da in Brandenburg nur eine Farbe herrscht, nämlich Grau. Selbst die Neonazis müssen hier in verwaschenem Grau herumlaufen, aber, und das haben sie mir versichert, ihre Reichsflaggen bestehen aus arischer Baumwolle, die zwar in Wirklichkeit aus Algerien stammt, aber immerhin fängt das auch mit einem A an. Lesen wir halt noch nie die Stärke eines Ariers. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf Greenwashing. Auf Greenwashing wie in diesem Werbevideo von 2008. To walk on by my head up in the sky. Nur dieses wirklich schlechte PR-Video von RWE wirft dann doch die eine oder andere Frage auf. Erstens, wann gibt es das Crossover mit Godzilla? Und zweitens, what the fuck? Zieh dir wenigstens eine Hose an, Energieriese. Niemand will morgens aus dem Fenster schauen und dann den haarigen Sack eines Energieriesens sehen. Interessanterweise hat RWE damals lediglich 0,1% seines Stroms überhaupt nur über Windparks gewonnen und viel mehr auf Atom und Kohle gesetzt, weswegen alleine dieses Werbevideo Greenwashing pur ist. Und aus heutiger MeToo-Sicht auch nicht mehr in Ordnung ist, weil das natürlich auch eine Energieriesin hätte machen können. Müsste sie sich nicht zu Hause um die Kinder und das Essen kümmern und hoffentlich endlich mal seine Hose waschen. Um aber Greenwashing besser zu verstehen, müssen wir uns heute Abend einmal anschauen, was Greenwashing überhaupt ist, warum wir so gerne darauf reinfallen, woran man Greenwashing erkennen kann und wo wir das am häufigsten sehen. Also, was ist Greenwashing? Greenwashing ist eine PR-Kampagne, die einzig und allein das Ziel hat, mit einer pseudo-grünen oder nachhaltigen Aktion entweder für das Unternehmen selber, für ein Produkt oder eine mit dem Produkt assoziierbare Umweltaktion zu werben und damit dem Unternehmen dahinter den Anstrich eines ökologisch nachhaltig arbeitenden Unternehmens zu geben. Ziel dabei ist es jedoch nicht, dass man nun als Unternehmen selber wirklich ökologisch arbeitet, sondern nur, dass dadurch ein ökonomischer Vorteil entsteht. Weil der Kunde nun das Produkt oder bei dem Unternehmen einkauft, weil er oder sie glaubt, damit aktiv nachhaltige Dinge zu unterstützen. Was sie aber nicht tun, da es nur reines Marketing ist. Wie diese mittlerweile eher berüchtigte, denn berühmte PR-Kampagne. Wieder 2 Quadratmeter Regenwald geschützt. Mit jedem Kasten Krombacher, den Sie kaufen, schützen Sie 1 Quadratmeter Regenwald in Afrika. Dafür sorgt der WWF die nächsten 100 Jahre. So alt wird das Krombacher hier bestimmt nicht. Das Krombacher Regenwaldprojekt. Handeln und genießen. Das finde ich richtig gut. Natürlich wird das Krombacher nicht so alt, weil er es direkt danach beim lokalen Umweltdienstleister abgegeben hat und die das mit den anderen abgegebenen Giftstoffen fachgerecht entsorgt haben. Also 2002 in den nächstgelegenen Fluss gekippt haben. Krombacher selber kostete diese Werbekampagne um die 9 Millionen Euro. Davon gingen nur etwa 600.000 Euro an die WWF. Schaffte damit aber eine Umsatzsteigerung von 8,1% auf dann 460 Millionen Euro. Einzig komisch, dass Günther Jauch damals sein Gesicht für weniger als 9 Millionen und so eine Plörre hergab. Aber er war halt damals jung und unschuldig, weswegen er sich heute mit seinem zusammengepanschten Wein bei Aldi an der Gesellschaft rächt, während sein echter, hochwertigerer Wein nur im Fachhandel zu bekommen ist, der, Spoiler, nicht viel besser schmeckt als die gepanschte Scheiße bei Aldi. Krombacher gab sich mit dieser Aktion aber den grünen Anstrich, etwas Gutes für die Natur zu tun. Während Krombacher hier bei uns massiv Brunnen in der Gegend um Krombach gebuddelt hatte, um dort das Wasser für seine Plörre abzupumpen, was wiederum den Menschen und der Natur dort nicht so gut bekam. Denn scheinbar brauchen Menschen und Bäume so etwas wie Wasser zum Leben.
Erfunden wurde der Begriff Greenwashing bereits 1986 von Jay Westerveld, von dem es im Internet nur dieses eine Foto gibt und ich weiß nicht, ob das ein zukünftiger Fortnite-Skin sein soll oder aus einem Werbevideo für den rothaarigen IS stammt. Jedenfalls hat Jay die Praktiken von Hotels als Greenwashing bezeichnet, die den Hotelgästen nahelegten, doch bitte aus ökologischen Gründen vielleicht die Handtücher nicht täglich wechseln zu lassen. Dabei ging es den Hotels nicht um die Umwelt, sondern nur um den ökonomischen Vorteil, dadurch massiv Strom zu sparen. Was sich, wie sich herausstellte, das perfekte Beispiel für Greenwashing ist. Selbst noch heute in Hotels. Aber warum fallen wir so gerne auf Greenwashing herein? Dies liegt einzig und alleine an unserem dummen Gehirn. Gerade über einen Kauf, auch außerhalb der Reihe, entscheidet ein Kampf zwischen unserem Belohnungszentrum im Hirn, dem Nucleus accumbens, und dem Schmerzempfinden über den Preis, dem Insula, den man zum Beispiel empfinden kann, wenn man sich die Preisliste der neuen Apple-Geräte anschaut, deren Inflation scheinbar bei 1000% liegt. Während der Nucleus accumbens uns bei einem Kauf ein angenehmes, befriedigendes Gefühl geben kann. Jetzt nicht gleich eine Zigarette danach rauchen Gefühl, aber ziemlich gut, weil man sich etwas gegönnt hat. Entweder nur für sich oder vielleicht auch für die Umwelt. Und diese beiden Teile unseres Gehirns entscheiden am Ende, ob wir etwas kaufen oder nicht. Uns also am Boden krümmen wegen der Preise im Apple Store oder sich zusammen mit dem schlecht bezahlten Mitarbeiter im Apple Store eine Zigarette nach dem Kauf eines iPhones gönnt. Und selbst Apple hat da natürlich schon einen Plan, grüner zu werden. Wir arbeiten daran, dass iPhone, iPad, Watch und Mac aus 100% recycelten oder erneuerbaren Materialien sind. Wir finden neue Wege, um Aluminium, Stahl, Zinn, Wolfram und Plastik aus recycelten Apple-Produkten zu holen. Die Frage ist nicht nur, woraus wir unsere Produkte machen, sondern auch, wie wir sie machen. Hunderte von Herstellern, Distributoren, Testern, Montagefirmen, Verwertern und Materialherstellern. Alle stellen um auf 100% erneuerbare Energien. Und viele werden sogar abfallfrei. Denn Apple wird CO2-neutral. Also, alles von Apple wird CO2-neutral. Apple hat einen Plan. Wichtig ist dabei natürlich, kein Wort zu verlieren über die Kinderarbeit, die dann trotzdem weiterhin in den Geräten steckt. Oder dass Apple selber schon lange Probleme hat, seltene Metalle zu bekommen und dementsprechend Recycling für Apple eine billigere Alternative ist. Aber CO2-neutral zu sein, ist auch gerade der neueste Trend. Und genau das führt uns direkt dazu, woran man Greenwashing erkennen kann. Beispiel, wenn eine PR-Kampagne läuft, wie die gerade gesehene von Apple, die dem Unternehmen einen schönen neuen und vor allem grünen Anstrich geben will. Obwohl eigentlich das Kerngeschäft diametral zu der PR-Kampagne steht. Denn um so tolle und schöne Apple-Geräte verkaufen zu können, müssen dafür Unmengen an Wasser vergeudet werden. Zudem ist der CO2-Fußabdruck bisher eher der von einem Dinosaurier, doch nicht von so einem süßen Velociraptor oder einem knuddeligen T-Rex, die beide vollkommen falsch dargestellt wurden in der Doku-Reihe Jurassic Park, sondern eher von einem Brontosaurier. Damit wird dann so ein hippes Video von Apple schnell zu einem genauso großen Haufen Brontosaurier-Pupu. Ich versuche weniger zu fluchen oder Fäkalausdrücke dieses Jahr zu benutzen. Klappt schon verfickt nochmal ganz gut. Aber Greenwashing geht auch so. Auf dem Weg zu CO2-neutraler Mobilität für alle. Der neue ID.4. 100% SUV, 100% elektrisch. Okay, dieser Werbespot wirft jetzt viel zu viele Fragen auf. Warum glaubt das Kind in seiner Fantasie in einem Diner zu sein, wenn man doch nur in der Auffahrt steht? Und glaubt Volkswagen wirklich, dass Kids denken, dass so E-Autos aufgeladen werden? Ich habe da mal als Gegenprobe ein paar Kinder gefragt und die meinten, dass man E-Autos einzig und alleine nur aufladen kann, indem man Dreifach-A-Batterien in den Tank wirft. Und das sehe ich genauso. Natürlich ist Werbung für E-Autos per se schon Greenwashing, weil nur gezeigt wird, wie toll wir damit 0 CO2 erreichen. Wieder einmal. Dass aber der Strom auch irgendwo herkommen muss, wird dabei wissentlich ausgeblendet. Dieser wird aber in Europa
mit über 75% konventionell produziert durch Atom-, Kohle- und Gaskraftwerke. Die alles sind, nur nicht grün. Meistens eher grau und verdammt dreckig. Aber darum geht es bei diesem Greenwashing noch nicht einmal. Gerade Volkswagen versucht sich in den Videos super grün zu zeigen, nur um auf der anderen Seite seit Jahrzehnten Lobbyarbeit zu machen, um einen Großteil der Umweltstandards, die geplant waren und auch noch geplant sind, entweder gleich zu verhindern oder zu verwässern. Verhindern und verwässern, übrigens ein beliebtes Safe Word bei Führungskräften von Volkswagen. Und natürlich kann man Greenwashing auch gut daran erkennen, dass einem die Werbung erklärt, wie überraschend umweltfreundlich doch das Produkt eigentlich ist. Hallo Menschen, nachwachsende Rohstoffe haben einen entscheidenden Vorteil. Sie sind fast unendlich verfügbar. Aus Getreide kann man zum Beispiel immer wieder neues Brot herstellen. Und aus Wolle Pullover. Oder schaut mal hier, Tetra Pak, Getränkekartons. Auch die bestehen überwiegend aus einem nachwachsenden Rohstoff, nämlich Holz. Das macht sie besonders umweltfreundlich. Denn Zukunft hat nur, was nachwächst. Tetra Pak. Die Pappe wächst vielleicht nach, aber der Tetra Pak besteht halt nicht nur aus Pappe und braucht dann sportliche 50 bis 100 Jahre, um abgebaut zu werden. Oder 15 Minuten in einer Müllverbrennung. Also nicht ganz so grün, wie Tetra Pak es gerne verkaufen würde. Ein anderes Beispiel für total stumpfsinniges Greenwashing ist auch, dass gerade unheimlich viele Mineralwasser als Bio-Mineralwasser vermarktet werden. Leider können die nicht das von der EU zugelassene Bio-Siegel nutzen. Es stehen zwar in der EU-Bio-Verordnung unheimlich viele Lebensmittel drin, nur nicht Wasser, weil Wasser per se Bio ist. Damit das Wasser aber ein Bio bekommt, braucht man es nur bei einer Zertifizierungsstelle vorlegen, die jedoch nicht an irgendwelche staatlichen Vorgaben gebunden ist oder an irgendeine EU-Vorgabe, sondern selber entscheiden kann, wann ein Wasser ein Bio bekommt. Einziges Kriterium ist nur, dass generell mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit vom Hersteller verlangt wird. Oder wie es die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V. auf ihrer Seite so schön blumig beschreibt. Wer das Bio-Mineralwassersiegel auf dem Etikett trägt, hat nicht nur ganz besonderes reines Wasser, sondern setzt sich zusätzlich aktiv für den Wasser- und Umweltschutz ein und kann das auch beweisen. Das bedeutet, jeder Schluck Biowasser trägt dazu bei, dass auch noch unsere Enkel bestes Wasser und eine lebenswerte Umwelt haben. Ja, nee, ist klar. Und wichtig zu schreiben, dass man das beweisen kann. Absolut vertrauenserweckend. Wie ein Energieriese, der ohne Hose durch Deutschland latscht. Leider hatte die Stiftung Warentest einige dieser Bio-Mineralwasser getestet und fast alle sind durchgefallen. Greenwashing wird not so green water. Das bringt uns abschließend zu der Frage, wo wir überall auf Greenwashing treffen. Einfach nur noch überall. Weil Greenwashing für Unternehmen schon zur Pflicht geworden ist. Nicht, weil sie nachhaltiger geworden sind, sondern um mehr Geld zu verdienen. Vor allem im Supermarkt wird man fast schon erschlagen von all den bio, nachhaltig und was auch immer produzierten Lebensmitteln. Und wenn es eine Branche gibt, der man bedingungslos bei solchen Themen glauben darf, dann ist das definitiv nicht die Lebensmittelbranche. Das alleine wäre ein Thema für 5 Shows. Also, was können wir gegen Greenwashing machen? Vor allem niemals der Werbung trauen. Denn Werbung lügt immer. Egal, ob sich ein Unternehmen grün gibt oder gelb, lila oder was auch immer gerade im Trend ist und einen schnellen Euro garantiert. Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.